Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Paint and Relax. Heute habe ich mal wieder was ganz Schönes vor, und zwar ein Gemälde mit Spachtelmasse, wie ich es ja meistens mache, und in schönen warmen Farbtönen mit ganz viel Gold, also passend zur Weihnachtszeit. Ich habe wie immer als erstes alles vorgezeichnet. Dann habe ich mir aus dieser grobkörnigen Strukturpaste und ein bisschen Acrylfarbe so eine Art Mixtur gemacht, die ich dann als untere Schicht auf mein Gemälde aufgetragen habe. Das Ganze muss natürlich erstmal durchtrocknen, bevor ich dann mit den Farben anfangen kann. Ich habe euch die verwendeten Farben natürlich alle wie immer in der Infobox aufgeschrieben. Der Code Stefanie Katharin ist bei Mieden auf jeden Fall immer noch aktiv. Den könnt ihr benutzen, falls ihr was von Mieden bestellen möchtet. Diese Malschürze ist zum Beispiel auch von dieser Marke und damit bin ich perfekt geschützt vor allen möglichen Farbspritzern. Ich fange als erstes an mit einem gebrannten Umbra. Das ist auf jeden Fall die perfekte Basis, um auch noch andere dunkle Farbtöne mit reinzumischen, denn ich fange meistens mit den dunklen Farbtönen an in so einem Bild. Das ist zum Beispiel ein wunderschönes Violett, was ich hier noch mit reingemischt habe. Und man sieht ja gleich, wie reichhaltig der Farbton wirkt. Also so ein richtig schönes, dunkles Pflaumenbraun. Also total schön, gerade jetzt so im Herbst und Winter, finde ich. Um so ein paar goldene Töne zu gestalten, habe ich natürlich auch wieder einen Ocker. Und nach arbeite ich dann einfach die anderen helleren Farbtöne mit ein. Hier zum Beispiel auch wieder Apple Cinnamon von Sostrine Grene. Wer hätte gedacht, dass ich schon wieder Sostrine Grene verwende, aber ich liebe diese Farben einfach. Für den schönen warmen Kaltkontrast habe ich dann auch noch so ein Beige, ein Salbeigrün und einen Lavendelfarbton mit reingemischt. Die untere linke Ecke sollte auch so ein bisschen was Moosartiges haben, deswegen habe ich da noch ein bisschen mehr Grün reingemischt und auch wieder dieses Salbeigrün und sogar ein bisschen Blau.
Sobald die unterste Schicht halbwegs fertig ist, habe ich hier mein Malmesser wieder genommen, um das Ganze etwas zu verblenden und dem Bild mehr Struktur zu geben. Auf jeden Fall ist dabei wichtig, dass es nass in nass eingearbeitet werden sollte. Das heißt, ihr müsst hier etwas schneller arbeiten. Ihr könnt natürlich auch einen Trocknungsverzögerer nehmen, wenn ihr da nicht so schnell seid. Das ist ja auch eine Option. Ganz wichtig auch zwischendurch immer mal abwischen, das Malmesser, damit sich die Farben nicht zu sehr vermischen und die nicht so schlammartig werden. Ich hatte die Idee, dass das Ganze so ein bisschen wie Gestein aussehen soll und deswegen habe ich mit dem Malmesser einfach so ein paar Striche reingeritzt, so als ob das so ein gebrochener Stein wäre. Nachdem ich die Seiten bemalt habe, lasse ich das Bild jetzt auch erstmal über Nacht trocknen. Als nächstes kommt natürlich das Blattmetall drauf und dazu muss ich als erstes diese Anlegemilch hier auftragen. Ich habe die auch so ein bisschen rüber gesprenkelt, da ich immer mal wieder so ein paar goldene Akzente haben möchte in dem Bild. Die Anlegemilch muss jetzt etwa 25 Minuten antrocknen, bis sie dann die richtige Klebekraft erreicht hat. Und dann kann ich auch schon anfangen, das Blattmetall aufzutragen.
Diese Linien, die ich eingeritzt habe, male ich jetzt auch nochmal mit so einem Goldlack aus. Und als letzten Schritt trage ich noch einen Firnis auf. Den vermische ich mir als erstes mit ein bisschen Wasser, damit er sich leichter auftragen lässt. Das ist das fertige Bild. Wie gesagt, es heißt Earth Bridges. Es soll so ein bisschen erdig, glamourös aussehen und einfach diese Wärme vermitteln, auch die man gerade so in der Weihnachtszeit hat und die einfach in der kälteren Jahreszeit total gut tut. Also probiert es einfach mal aus, malt sowas und dann erfreut euch einfach an dieser unglaublichen Wärme, die sowas ausstrahlt. Vielleicht hat euch dieses Video inspiriert. Lasst mir auf jeden Fall sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.